Hallo. Hallo. Wir sind Piranhas, 2 von denen, und wir erzählen was über Computerspiele. Willkommen bei Piranha Becken TV. Ja, wir sind ja alle miteinander vernetzt, ne? In der Regel. Absolut. Vor allem jetzt, ne? Wo jetzt alles irgendwie übers Internet läuft und so und die AI bald alles übernimmt, ne? Ist das so, dass wir damals solche Möglichkeiten nicht hatten? Nee, nicht direkt. Nee. Da mussten wir unsere Rechner noch schleppen, um uns zu vernetzen. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Also, ich habe das tatsächlich sehr selten gemacht. Ja. Hätte aber gerne häufiger sowas gehabt. Ja. Weil mir einfach Leute fehlten, mit denen man sich überhaupt vernetzen konnte. Aber im Idealfall nehme ich meine komplette Peripherie, das heißt, was weiß ich, meinen alten, schweren PC, meinen Monitor, der damals nur röhrig war, und schlepp das alles irgendwie zu jemandem und schließe es da wieder an, um mit dem zusammen zu zocken. Ja. Aber wie viele Leute kennen das denn noch? Weil ich bin ja schon ein bisschen betagter, ne? Und ich meine, es freut mich ja, dass du auch mitgemacht hast, ne? Du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt, über wen war das denn noch so? LAN-Partys, ne? Das ist ja eine LAN-Party. Ja, gut, eine private, ne? Aber das ist ja im Grunde... Ja, sicher. So, ne? Ja. Sicher. So, ne? Mit Vollgas und so. Und ja, dann haben wir sie mal gefragt und die haben Folgendes gesagt. Ja, LAN-Partys kenne ich. Vermissen tue ich sie bedingt. Also es ist schon ganz nett, mit Leuten im selben Raum zusammen zu hocken und zu zocken und zu quatschen. Aber mittlerweile, das Internet gibt einem sehr, sehr viele Möglichkeiten, sowas wie LAN-Partys zu haben. Daher. LAN-Partys, von denen habe ich im Internet gelesen damals, aber in dem jungen Internet. Aber ich habe keine LAN-Party mitgemacht, nee, keine. Ich kenne LAN-Partys, ich war aber nie auf den großen. Ich war immer nur bei so 2 Freunden. Und ich glaube, die größte LAN-Party, die ich hatte, da war ein Kumpel bei mir und der hatte als Tisch ein Bügelbrett und der andere hat am Boden gespielt. Und das war schon irgendwie cool, hat schon einen Charme gehabt, einen eigenen. Kennen, ja. In meiner Jugend war fast jedes Wochenende irgendwo eine. Es war lustig, sie haben mir leider ziemlich viel von meinem Studium dann auch versaut, weil bevor wir irgendwie was gemacht haben, haben wir stattdessen lieber dann Command & Conquer gezockt gegeneinander. Es wäre mal wieder lustig, glaube ich, tatsächlich eine zu machen. Doch, ja. Schön. Ja, der eine ja, der andere nee. Mehr so nee. Oder doch eher so ja. Ja, das Ding ist, glaube ich, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, dass deshalb viele das gar nicht mehr vermissen, Ja. sondern eher so vielleicht so nostalgische Anflüge kurz bekommen. Ja, weil es heute nur normal ist. Es ist normal, ne? Vor allem will man vielleicht auch gar nicht seinen Gegenüber irgendwie in seinem Wohnzimmer sitzen haben. Hat er nicht gesagt, ne? Aber ist doch so, ne, oder? Dann geht er Da nicht zockt mehr. man doch lieber mit Leuten irgendwie übers Internet. Das ist doch völlig antiquierter Scheiß, ey. Was erzählen die da wieder? LAN-Partys, so. Soll mal wieder was über eure Spiele erzählen? Ja, können wir mal. Wir haben nämlich mal versucht, ja, sowas zu machen. Wir haben nämlich angefangen in der Zeit, wo wir LAN-Partys gemacht haben. Mit Gothic und so, ne? Und da haben wir auch sehr viel Age of Empires gespielt und diese ganzen Multiplayer-Dinger und so. Und dann hatten wir uns immer gedacht, wäre doch total geil, wenn jetzt irgendwie Gothic so auch mit Multiplayer und so, ne? So mit so einem Player-Character, so einem PC, ne? So, und dann hast du auch mehrere Freunde, denen du da begegnest. Und dann könnten wir doch die dann auch spielen, wenn man dann so, ne, im Netz sich verbandelt und so, ne? Das heißt so Gorn und Milton und Lester und Diego und so, ne? Und wie nennen wir die dann irgendwie? Das ist dann der Player-Character, Underbar, Diego, Gorn und Lester und so. Und wer ist denn der Held? Das ist ja der namenlose Held, ne? Ja, den nennen wir dann PC Hero. Heißt er heute noch. Stimmt. Ja. Aus Gewohnheit heißt unsere ID von dem Player Character PC Underbar Hero. Heißt er immer noch so. Das ist aus der Zeit tatsächlich, als wir LAN-Partys gemacht haben.
und versucht haben, irgendwie alles in dieses Computerspiel reinzukriegen. Ne? Alles halt so, ne? Am besten Koop wäre total geil und so. Und das war auch immer ein Wunsch von uns, das mal zu machen. Bis wir dann irgendwann festgestellt haben, da müsste man mehrere Spiele machen. Müssen wir eh schon, ja, weil wir ja auch unterschiedliche Wege immer einbauen, die man gehen kann. Klassischerweise so, ne, die größte Wahl, die du damals hattest, war, welcher Gilde du beitrittst, ja. Entweder den Magiern oder den alten Lager oder den komischen Sektenspinnern oder sowas, ja. Und das ist halt so schwierig gewesen, das irgendwie alles miteinander zu vereinbaren, dass wir dann gesagt haben, wir wollen zu viel. Wir wollen zu viel. Ne? Und das ist auch technisch sehr aufwendig, klar. Und irgendwann haben wir gemerkt, so okay, wo stecken wir unsere Energie rein? Wo, sagen wir, sind wir am besten aufgehoben? Was macht uns am meisten Spaß? Geschichten erzählen hat uns am meisten Spaß gemacht. So, und im Multiplayer, ja, gibt es sehr viele Spiele da draußen, die tatsächlich auch eine Geschichte haben und so weiter, aber wenn man die sich bei diesen Multiplayer-Spielen nicht unbedingt sucht, muss man sie auch nicht finden. Ne? Das heißt, die Charaktere sehen cool aus, es ist auch eine coole Dachgeschichte und so, du musst jetzt hier irgendwen retten oder irgendwas machen oder die Welt befreien oder irgend so ein Kram, alles cool. Aber du gehst nicht zu einem Charakter und redest mit dem, während um dich rum geballert wird. So, ja. Ja, was macht der denn da? Blümchen pflücken oder was? Bleib. Das funktioniert nicht. So, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Klar lässt sich das auch miteinander vereinbaren. Und es wäre auch total toll, ja, wenn man unsere Spiele irgendwie auch Koop spielen könnte. Und wir haben uns über die Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, immer wieder den Kopf darüber zermartert, wie man das cool machen kann. Ja, wie man irgendwie den Multiplayer reinkriegt in unsere Spiele. Und wir haben irgendwie festgestellt, wir würden unser Team verdoppeln müssen, um diesen ganzen Kram tunen zu können, um das technisch wartbar zu halten und das dann auch irgendwie so zu machen, dass man beide Sachen, die oft werden auch Spiele gemacht so, ne, mit Multiplayer-Modus und so, und dann wird dann gefragt, irgendwie, ja, gibt's dann auch einen Story-Mode dazu, weil es auch viele Leute gibt, die irgendwie Singleplayer spielen wollen. Da gibt's auch Spiele wie Star Citizen, die versuchen auch alles zu machen, ne? Ja, und wir als Robotbude, ja, sitzen dann da und müssen uns wirklich überlegen, was wir dann am besten machen, so, und dann haben wir das einfach mal nicht gemacht. Dabei sind wir dann auch geblieben. Ein eigenes Projekt ist das, ne? So ein Multiplayer einzubauen, um da eine LAN-Party überhaupt irgendwie zu veranstalten damit. Und dann weißt du immer noch nicht, ob das angenommen wird, ne? Ja. Es gab viele Firmen, die haben versucht, das nachzuahmen. Mhm. Die haben sich Gothic oder die Gothic-Reihe zum Vorbild genommen und haben versucht, damit quasi so eine Art Multiplayer-Online-Spiel zu bauen und das den Leuten anzubieten, und die sind häufig gescheitert. Ja. Kann funktionieren, also nicht falsch verstehen. Wir sind nicht dagegen oder irgendwie so, aber wir haben es einfach nicht hingekriegt. So, ne? Muss man einfach so sagen. So, das wäre zu viel gewesen für uns. So. Und das ist nur so eine Sache, wo wir sagen, okay, konzentrieren wir uns auf das, wo wir am meisten Bock haben, ne? Und das, was wir am besten können. Das haben wir gemacht. Das war der Singleplayer dann doch. Da war der Singleplayer, ganz eindeutig. Aber gezockt haben wir trotzdem. Klar. Ja, was wir kennengelernt haben, war die erste LAN-Party, die wir gemacht haben, System Shock. Ja, das war, ne, also die hatten so ein, hier in System Shock 2, ist das erste, ne? Weiß ich, egal. Inzwischen System Shock 2 haben die auf jeden Fall so ein Patch rausgebracht, so einen inoffiziellen, ja, Looking Glass, glaube ich, war das. Die haben dann tatsächlich das möglich gemacht, haben das aber unsupported rausgehauen. So, ja. Das war auch echt schwierig. Also uns ist das Ding ständig abgekachelt, weil... Also wir haben uns bemüht, wirklich zusammen zu bleiben. Also wenn der eine da lang geht und der andere da lang geht und dann unterschiedliche Dinge machen, und das hat versucht dann irgendwie zu synchronisieren, ist immer ein bisschen schwierig gewesen, früher zumindest, ja. Und deswegen sind wir auch immer zusammen in den Aufzug gegangen und solche Dinge, ja. Das heißt, wir sind ein paar Regeln gefolgt, wo wir glauben, gerade weil wir Entwickler waren, wussten wir auch schon, was Probleme macht und was nicht. Und trotzdem ist uns das Ding ständig abgerüsselt. Ne? Weiß nicht, ob ihr das mal versucht habt oder so, aber das war wirklich schlimm. Ne? Und wir haben es auch tatsächlich bis fast ganz zum Ende durchgezogen, bis dann irgendwann so die Hölle über einen losbricht und dann tatsächlich ganz viel Endkampf passiert und so.
Und wenn viel passiert in einem Programm, dann passiert auch viel, ja. Dann stürzt auch mal öfter ab, als wenn du einfach nur in die Gegend rumguckst und, oh, guck mal, ja, ist halt so. Ja. Ich glaube, heutzutage ist das häufigste, was wir gemeinsam spielen, so Sachen wie Minecraft. Ja. Weil man das auch super mit Kindern spielen kann. Also alle, die Kinder da draußen haben und ihr habt das noch nicht ausprobiert, spielt man mit euren Kindern Minecraft. Das ist toll. Ja. Kann man auch einstellen, dass man für kleine Kinder Kreativmodus hat oder dass die Monster nicht angreifen. Das geht alles. Die Vielspieler da draußen, also unsere Kinder kennen sich mittlerweile viel besser in Minecraft aus als wir. Ja. Und was auch super funktioniert hat immer, ist natürlich die ganze Lego-Reihe, ne? Wo man sich dann auch ergänzen kann. Mhm. Das funktioniert natürlich auch super zum Zusammenspielen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen und auch Sachen, die vielleicht mehr in unsere Richtung gehen, die man zusammenspielen kann. Oder diese großen Online-Multiplayer-Sachen. Aber tatsächlich sind das die wir am häufigsten hier zu Hause gespielt haben. Das war so super zugänglich, sehr einfach und ließ ein Zusammenspiel ganz gut zu. Ja, und ansonsten gibt es LAN-Partys heutzutage ja trotzdem noch. Und zwar halt die ganz großen, ja, in Messen. Also so größte LAN-Party hier in der Gegend, deutschlandmäßig. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, mehr als Deutschland. Das war die größte LAN-Party Europas auf jeden Fall. Der Welt sogar. Mhm. Genau, richtig. Ja, das hätte ich eine extra, der Welt, ne? Die Dreamhack. Die Dreamhack war zuerst in Leipzig, dann in Hannover, aber eigentlich in Schweden. Und die in Schweden, die war damals im Guinness-Buch der Rekorde mit über 5.800 Teilnehmern. Das war 2004. Und heutzutage waren es noch mehr. Das ist ein großes Billy Idol-Konzert. Ja, das ist richtig fett. Und die haben alle miteinander vernetzt. Und damals hätte man sich das überhaupt nicht erträumen lassen können. Ja. Ob man das jetzt gemütlicher findet als zu Hause mit seinen 3 Kumpels, weiß man nicht. Aber dass das überhaupt möglich ist und dass das gemacht wird und heute immer noch modern ist, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Mhm. Ja, wir haben es persönlich noch nicht auf die Dreamhack geschafft, obwohl das eigentlich spannend gewesen wäre. Die machen ja auch nicht nur LAN-Party, die machen ja auch bisschen Messe und Con. Und wäre eigentlich mal eine interessante Geschichte, sich das anzugucken. Denn mittlerweile, wie gesagt, in der Hannover ist ja jetzt nicht mehr ganz so weit. Mhm. Könnte man mal machen, ne? Ja. Ja, und was natürlich noch dazu beiträgt, dass heutzutage LAN-Partys immer noch modern sind, sowas wie E-Sport oder Turniere. Oh ja. Na? Oh ja. Zum Beispiel, um ja mal was sehr Bekanntes zu nennen, League of Legends, ja. Das erste Mal, als ich League of Legends geguckt habe, habe ich überhaupt nicht begriffen, was da passiert. Und die haben Hallen gefüllt oder füllen sie noch. Ja. Und dann habe ich mich eine Zeit lang mal damit beschäftigt. Was tun die da eigentlich? Was passiert da auf dem Bildschirm? Und warum gewinnt da jetzt einer? Mhm. Und irgendwann habe ich mich dann da reingeglotzt und dann habe ich es auch begriffen. Auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Und ich finde das vor allen Dingen total erfreulich, muss ich sagen, dass so eine Geschichte wie zusammen oder vielmehr gegeneinander sowas wie League of Legends zu zocken, Hallen füllt. Ja. Dass die Fans haben, dass die Leute haben, die mitfiebern. Dass die auch mal rauskommen und nicht nur vorm Rechner sitzen, ne? Ja. Also ist gar nicht so abwegig. Ich meine, zu Hause hocken ist schön, ne? Und dann mal irgendwie sich zu treffen irgendwo, das so in Farbe und bunt so, ne? Also finde ich schon gut, ja. Deswegen gehe ich ja gerne auf Conventions. So. Auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja? Also mit Leuten mit Leuten zwischenzeitlich in Real Life zu quatschen, ist schon nicht verkehrt. Selbst wenn es das Thema beibehält, sag ich mal. Mhm. Ja, cool. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja. Da ist der Zettel. Ja, da warte. Habt ihr Elden Ring gezockt? Fragt jemand. Ich glaube, das hat sogar einer von uns platiniert, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Harry hat das durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr, ne? Und die Becky auch. Becky hat's durchgesuchtet, ja. Und noch mehr. Also es haben fast alle gespielt in der Firma. Ja. Ich jetzt nicht. Aber das war ein Straßenfeger bei uns, genauso wie bei vielen anderen draußen. Und ja, also gut, Harry
ist ja sowieso ein riesen Souls-Fan. Ja. Und deswegen hat er, glaube ich, alle Souls-Spiele und Bloodborne irgendwie x-mal gespielt. Ich glaube, der hat es auch mal irgendwie mit so Special Runs probiert. So, komm durchs Spiel ohne, was weiß ich, ohne Waffe oder was weiß ich, was sie sich da ausdenken. Ne? Ja. Also da bin ich ja, ist ja nicht so meins. Ich bin dann immer so sehr schnell gefrustet. Also aber ich verstehe, warum. Also so ein großer Titel, der geht selbstverständlich nicht an uns vorbei. Das ist klar. Haben wir sehr oft auch uns angesehen, weil wir andere gespielt haben und so weiter. Richtig. Natürlich schon sehr, sehr groß und hat natürlich auch seinen Impact auf die Spielerschaft da draußen. Ja. Ne, das ist mal wieder so ein Meilenstein, den jeder gespielt haben sollte, ne, sich angeguckt haben sollte. Und selbstverständlich machen wir das auch. Was ich an Elden Ring geil finde, was mir super gefallen hat, ist dass du es dir aussuchen kannst. Ja, das heißt, du kannst da auch, ich bin ja so ein Explorer, und dieses Open-World-Prinzip erlaubt da viel mehr. Und das käme mir natürlich dann an der Stelle sehr viel entgegen, obwohl ich trotzdem nicht so frustrationstolerant bin an der Stelle. Aber ich habe das voll verstanden, warum das voll angekommen ist bei den Leuten. Machen die super. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja, da fällt mir ein, ich muss immer noch Vampire durchspielen. Vielleicht jetzt nicht platinieren, aber Das ist schon hart. ja.